Ich wollte wissen, was an all den Horrorgeschichten und Reisewarnungen dran ist und bin völlig uninformiert nach Venezuela gereist. Doch Venezuela überraschte mich auf ganz andere Weise, als ich es vor der Reise erwartet hatte. In diesem Video erfährst du, warum manchmal alles nicht ganz so schlimm ist, wie es die Nachrichten darstellen und warum Venezuela nach dieser Reise zu meinen absoluten Lieblingsländern gehört. Ich hatte eigentlich den Plan, die Venezuelaner zu ihrer Meinung über Maduro zu interviewen. Doch leider habe ich direkt an der Grenze gemerkt, dass wirklich viele Leute sehr viel Angst vor der Politik haben und überhaupt nicht mit mir darüber reden wollen. Viele Leute haben sogar geglaubt, dass diese ganze Entführung eigentlich gar nicht echt ist, sondern nur eine Falle quasi von Maduro gestellt, um rauszufinden, wer dem Regime wirklich treu ist. Und da hat man direkt gemerkt, dass es halt kein 100% freies Land ist, sondern die Leute wirklich von diesem Regime einfach unterdrückt sind. Natürlich haben aber trotzdem einige mit mir dann gerade hinter der Kamera geredet und haben mir schon gesagt, dass niemand, den ich getroffen habe, fand Maduro gut. Man hat aber auch dann bei den ersten Kontrollen direkt gemerkt, in welche Richtung es wohl gehen wird in Venezuela, weil man einfach sehr viel durchsucht wird. Ich wurde an der Grenze sehr viel durchsucht, sehr viel befragt, einfach was ich da mache. Ich bin dann ziemlich schnell Richtung der Minenstadt El Callao aufgebrochen. Mir wurde nämlich gesagt, dass da der wildeste Karneval von ganz Venezuela stattfindet. Bin dann erstmal ein bisschen unsicher Richtung Straße gelaufen, weil ich halt per Anhalter reisen wollte. Und habe aber direkt gemerkt, die Venezuelaner sind wirklich super nett. Also ich wurde direkt mitgenommen. Und da hat sich das aber weiter so durchgezogen. Da sind quasi immer so Posten, so Kontrollposten. Oft mehrere nebeneinander, also von verschiedenen Polizeien oder Militär. Und ich wurde halt an jedem Posten wirklich rausgezogen, befragt, musste meinen Ausweis zeigen. Teilweise wurde sogar mein ganzer Rucksack musste ich auspacken und es wurde alles durchsucht und so weiter. Mir wurde dann auch gesagt, weil ich mit Indigenen unterwegs war dort in Santa Elena, dass die Indigenen generell sehr wenig respektiert werden von Militär und Polizei. Also da herrscht auch nochmal eine Unterdrückung in der Art und Weise. Ich wurde dann von einigen Bussen auch mitgenommen und bin relativ schnell eigentlich direkt nach El Callao dann angekommen und habe mich dann da quasi erstmal im Transportterminal, also im Busbahnhof einquartiert und wieder halt diese unglaubliche Gastfreundschaft gespürt. Also ich habe mich direkt einfach mit allen da im Terminal angefreundet, die haben mir geholfen, ich durfte da irgendwie die Toilette benutzen, haben mich nachts in so einen Raum eingesperrt, dass ich quasi sicher bin und haben sich echt so mega um mich bemüht und gekümmert, mir auch teilweise Essen gegeben, also wahnsinnig nett. Dann habe ich da ungefähr eine Woche noch, weil ich zu früh war, auf den Karneval quasi gewartet, habe da einfach halt gechillt, ein bisschen die Stadt kennengelernt, die Leute kennengelernt. Und dann den Karneval, da ging es echt brutal ab. Also ich habe ein Video dazu gemacht, könnt ihr gerne auch danach irgendwie anschauen. Und noch mehr Freunde gefunden. Wie gesagt, es zieht sich einfach durch, dass die Venezuelaner einfach unglaublich gastfreundlich sind. Und ja, der Karneval ist ein Spektakel, sowohl kulturell als auch einfach eine geile Party. Kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Und eine Person, die ich beim Karneval unter anderem kennengelernt habe, war Carlos. Und Carlos hat eine eigene Goldmine, weil El Callao, wie gesagt, ist eine Goldstadt oder eine Goldminenstadt. Und dann hat sich das so ergeben, dass er mir tatsächlich erlaubt hat, nicht nur in seiner Goldmine zu arbeiten, sondern auch wirklich alles zu filmen. Da sind 2 sehr geile Videos entstanden, kann ich euch auch unten reinpacken. Und da konnte ich halt nochmal erstens so richtig sehen, wie die Venezuelaner einfach leben, arbeiten, wie das funktioniert. Durfte auch dann im Haus von Carlos wohnen für, glaube ich, 3 oder 4 Wochen sogar. Und zum anderen halt auch die Venezuelaner mal ein bisschen näher kennenlernen. Und es zieht sich einfach durch. Die Venezuelaner sind einfach unglaublich freundlich, also unglaublich coole Leute, einfach sehr herzlich und vor allem so inkludierend. Also du bist einfach direkt dabei, du bist direkt mit allen irgendwie befreundet. Da gibt es nicht so wie in Deutschland so diesen Bewerbungsprozess, den du, sag ich mal, irgendwie machen musst, um Freunde zu werden. Du bist einfach, du kennst dich 2 Minuten, du bist einfach Homies. Das ist halt echt cool. Ja, und dann habe ich tatsächlich am Ende, glaube ich, 5 oder 6 Wochen in El Callao verbracht. Also eigentlich meine gesamte Zeit in Venezuela in einem Ort. Als es dann Zeit war zu gehen, habe ich mich auf den Weg Richtung kolumbianischer Grenze gemacht. Habe dann einen Teil von dem Gold, was ich verdient habe, verkauft, um mir Bustickets leisten zu können, weil ich einfach schnell reisen wollte. Und tatsächlich hatte ich beim Busfahren wirklich gar keine Probleme. Also diese kolumbianische Grenze ist angeblich super gefährlich und super sketchy mit Kartellen, mit Polizeikontrollen, was auch immer. Tatsächlich, sobald ich im Bus saß, hatte ich da überhaupt keine Probleme mehr mit. Generell ist mir aufgefallen, dass es einfach in Venezuela sehr viele Missstände gibt durch diesen Sozialismus, der das Land irgendwie ein Stück weit ruiniert hat. Es gibt eigentlich nirgendwo fließend Wasser. Es fällt eigentlich fast jeden Tag Strom, Internet oder beides aus. Teilweise, wir hatten auch mal eine Woche kein Internet. Das Wasser ist auch durch das ganze Goldschürfen sehr verschmutzt, also sehr viel Quecksilber in den Flüssen, im Grundwasser und so. Also ich habe das echt gemerkt beim Duschen zum Beispiel, wo ich dann wieder in Kolumbien war, dass sich das Wasser ganz anders auf meiner Haut anfühlt. Also das Wasser ist wirklich einfach
nicht gut, es ist halt verschmutzt. Und dazu herrscht im Land eine unglaubliche Inflation. Ich glaube, wir haben inzwischen den 3. oder 4. Reprint, also quasi Neudruck vom Bolivar, das ist die Währung dort, weil die immer mal wieder irgendwie alle paar Monate einen Haufen Nullen löschen und quasi eine neue Währung machen, die dann wieder sich hochinflationiert und dann löschen die wieder Nullen. Und zum Beispiel der größte Schein, 500 Bolivar, ist halt einfach nur ungefähr 1 Euro wert. Also man braucht für alles wirklich Stapel, um irgendwas bezahlen zu können. Deswegen wird der Bolivar auch für kleine Sachen noch verwendet, aber wo es geht, benutzen die Leute Ersatzwährungen. Also in den Grenzregionen zu Kolumbien und Brasilien wird dann halt der Peso respektive der Real benutzt. Und sonst der Dollar ist überall im Land eigentlich so die beste Währung, würde ich sagen. Mit dem kommt man am besten zurecht. Und in den Goldgräberstätten kannst du tatsächlich auch einfach mit Gold bezahlen. Beim Supermarkt zum Beispiel. Das ist auch richtig cool irgendwie, wenn du da einfach mit so einem Goldstück deinen Einkauf bezahlen kannst. Und entsprechend durch diese Krise ist halt auch einfach alles teuer. Also es kostet einfach alles teilweise 3-4 Mal so viel wie zum Beispiel in Kolumbien. Das hat mich sehr überrascht in Venezuela. Ich dachte, es wäre sehr, sehr günstig, aber tatsächlich das teuerste Land, was ich in Südamerika bereist habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Probleme werden durch die Hilfsbereitschaft und die Gastfreundschaft von den Venezolanern wirklich mehr als wettgemacht. Also insgesamt war mein Eindruck 90% positiv. Man merkt diese Krisen, aber die Leute fangen das so krass auf, die sind so cool, dass einen das am Ende eigentlich gar nicht so wirklich stört. Und man wird wirklich überall beim Feiern immer eingeladen. Die Leute sind ultra korrekt, die würden dich wirklich nie irgendwie bescheißen oder so. Die haben auch deinen Rücken. Also ich habe mich einmal, wo ich ein bisschen angetrunken war, mit so einem Typen angelegt, der dann angeblich ein höheres Regierungsmitglied war. Und dann merkst du halt auch wieder diese Angst. So stelle ich es mir vor, wenn du im Mittelalter irgendwie einen Fürsten beleidigt hast oder so, dass du halt durch die Leute, oh, mit dem legst dich bloß nicht an und entschuldige dich und so weiter. Aber die Venezolaner haben komplett den Rücken. Also alle Leute, die mit mir quasi dort waren, waren dann so komplett auf meiner Seite, haben so für mich quasi gekämpft, fast schon. Also das ist echt krass, dieser Zusammenhalt auch. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Ich muss auch sagen, dass ich mich wirklich im gesamten Land sehr, sehr wohl und sicher gefühlt habe. Also von diesen Kartellen und auch von der Korruption habe ich kaum bis gar nichts mitbekommen. Korruption vielleicht ein bisschen, weil man teilweise an diesen Grenzposten gemerkt hat, dass da sehr viel irgendwie so mit Geld hantiert und rumgeschoben wird, wo man sich ein bisschen gefragt hat, wo das herkommt. Auch wenn ich das jetzt mit der Korruption erwähnt habe, muss ich auch sagen, dass auch generell zu mir eigentlich alle Polizisten und Militärs, bis auf ganz wenige Ausnahmen, denen ich begegnet bin, super freundlich, super nett und super hilfsbereit waren. Es gibt immer die schwarzen Schafe, aber für mich zumindest, natürlich ist es auch eine sehr beschränkte Sichtweise, aber aus meiner persönlichen Erfahrung waren die wirklich super nett, weil man ja auch oft hört, du wirst irgendwie eingesperrt, du musst dann $1 zahlen oder was weiß ich. Ich drücke es jetzt mal geschwollen aus, man spürt diesen Glanz der Vergangenheit in Venezuela. Also wer es nicht wusste, in den 70er, 80er Jahren, auch in den 90ern noch, war Venezuela eines der reichsten Länder der Welt, weil die ja die größten Ölreserven der Welt haben. Und denen ging es super gut. Und du spürst irgendwie in diesem Land, dass da mal was war, dass da so eine Legacy irgendwie ist. Auf der anderen Seite spürst du aber auch, dass es halt jetzt einfach weg ist. Es ist einfach schade, muss man sagen, weil es ist eigentlich unbegreiflich, wie es so weit kommen konnte. Zum Teil, wie gesagt, durch den Sozialismus und diese ganzen Probleme, Korruption, dass dieses Land nicht zu den mächtigsten und reichsten Ländern der Welt gehört, weil wenn man sich zum Beispiel die ganzen arabischen Länder, Saudi-Arabien, Dubai und so anschaut, die haben sogar weniger Öl als Venezuela und die sind durch dieses Öl unglaublich mächtig geworden. Und dann siehst du Venezuela, was wirklich in der Krise steckt, tief in der Krise steckt. Das ist eigentlich wirklich unbegreiflich und da hofft man wirklich und man spürt auch bei den Menschen diese Hoffnung, gerade jetzt, wo Maduro weg ist, diese Hoffnung, da wieder hinzukommen. Generell, die Leute sind auch zuversichtlich, die Leute glauben auch dran, die Leute wollen auch wieder, also die Venezuelaner wollen auch arbeiten, die wollen ihr Land wieder nach oben bringen. Das ist echt sehr, sehr schön und da hofft man natürlich, dass es dann klappt. Ich muss auch sagen, dass mir die venezolanische Kultur sehr, sehr gut gefallen hat. Der Karneval war wirklich der Wahnsinn. Auch diese Minenkultur war auch super interessant, einfach mal so ein ganz anderes Bild zu bekommen, einfach mal dieses Gefühl zu bekommen vom Goldrausch, wie es sich wahrscheinlich im Wilden Westen angefühlt hat. Also man hat so richtig gespürt, so wenn man ein bisschen in der Mine war, wie diese Goldgier kommt. Ich habe jetzt das Gefühl, besser zu verstehen, wie diese ganzen Goldräusche zustande gekommen sind, weil dieses Gold dich wirklich verrückt im Kopf macht. Also es ist einfach sehr, sehr cool gewesen. Und ich habe einfach echte Freunde gefunden. Venezuela zählt nach dieser Reise zu meinen absoluten Lieblingsländern, war wirklich top. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein bisschen zeigen, dass nicht immer alles so schlecht und so schlimm ist, wie es die Nachrichten irgendwie darstellen. Die allermeisten Menschen wollen einfach nur ein gutes Leben leben und einfach gute Menschen sein und daran ändert so politische Ereignisse wenig bis gar nichts. Ihr könnt ja mal überlegen, wann ihr euch selbst das letzte Mal verändert habt, weil irgendwas in der Politik passiert ist. Da wird euch nicht viel einfallen. Und das merkt man in Venezuela wirklich sehr, sehr stark, dass die Leute
einfach diese Politik irgendwo dann halt hinnehmen, aber ihr Ding machen. Ich hoffe, ich konnte vielleicht jemanden motivieren, nicht unbedingt nach Venezuela, aber vielleicht einfach aus seiner Komfortzone zu gehen. Lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten einreden, dass Sachen nicht funktionieren. Natürlich immer mit ein bisschen Vorsicht. Natürlich ist Venezuela trotzdem ein gefährliches Land und da passiert auch viel. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Folgt euren Träumen und schaut meine anderen Videos an.